The fifth one is the Four Noble Truths. Dann das fünfte sind die 4 edlen Wahrheiten. These Four Noble Truths are very clear. Okay? Dukkha, Dukkha Samudaya, Dukkha Nirodha, Dukkha Nirodha Gamini Patipada. Die 4 edlen Wahrheiten sind sehr klar. So I think everybody knows about the Four Noble Truths. Ich denke, jeder weiß über die 4 edlen Wahrheiten Bescheid. But the Four Noble Truths all are not meditation object. Aber es sind nicht alle davon Meditationsobjekt. Meditation object is the number 1. Das Meditationsobjekt ist die erste edle Wahrheit. Meditation is a number 4 is meditation. Und Nummer 4 ist die Meditation selbst. Okay? This to act the Buddha's Four Noble Truths. We should stay. We should see the first dukkha through the number 4 dukkha nirodha gamini patipada. Wir sollten Dukkha, die erste edle Wahrheit, als Objekt sehen, durch Dukkha Nirodha Gamini Patipada, durch die 4. edle Wahrheit. This number 1 and number 4 are cause. Nummer 1 und Nummer 4 sind Ursachen, sind Bedingungen. Okay? Number 2, number 3 are result. Nummer 2 und Nummer 3 sind Wirkungen, Resultate. So let me explain with the diagrams more clear. For example, this number 4 is number 1. So number 3, number 2. So that is a meditation, knowledge. This meditation is must work on this object. Nummer 4 ist der Weg ist die Meditation und die muss auf das Objekt Nummer 1 arbeiten. Then it removed this one and attained this one. Dann durch diese Arbeit wird Nummer 2 beseitigt, die Ursache des Leidens, und Nummer 3 entsteht. Isn't that to work is only this object is dukkha is object. Number 4, dukkha nirodha gamini patipada. That is the meditation, knowledge. Also Nummer 1 ist das Objekt Dukkha alleine, Nummer 4 ist der Weg, der zur Leidfreiheit führt, das ist die Meditation. Number 2 is the cause of number 1. Nummer 2 ist die Ursache von Nummer 1. As long as you cannot remove number 2, you cannot over number 1. Solange man Nummer 2 nicht beseitigen kann, kann man Nummer 1 nicht überwinden. As long as you not understand number 1 really, you cannot remove number 2. Solange wir Nummer 1 nicht wirklich verstehen, können wir Nummer 2 nicht beseitigen. If number 2 remain, then number 1 will remain. Wenn Nummer 2 bleibt, wird auch Nummer 1 bleiben. Therefore, we must develop the number 4 Deswegen müssen wir Nummer 4 entwickeln, to realize number 1, um Nummer 1 zu realisieren, to remove number 2. Nummer 2 zu beseitigen. When we remove the number 2, we attain the number 3. Wenn wir Nummer 2 beseitigt haben, dann erlangen wir Nummer 3. That is a workshop. Four Noble Truths briefly explain in meditation, the Buddha. Isn't that? And Dhammacakkappavattana Sutta is explained in this way. Im Dhammacakkappavattana Sutta hat der Buddha auch die 4 edlen Wahrheiten auf diese Weise erklärt. Tankopanidan dukkha riya satchan pranyeyanti me bhikkhave. Dukkha riya satcha is pranyeya.
you must know, you must realize. Number one, dukkha, you must realize, you must try and realize, through which a Four Noble Path, right understanding. Wir müssen Dukkha verstehen, realisieren, durchdringen durch Nummer 4, den edlen achtfachen Pfad. So our work is only here. Number 4 we must develop. Number 2 is just to realize and not to develop. Now we make it number 1 developed. Eating, sleeping. Wir entwickeln oft Nummer 1 und and number 2 we must remove. Number 2 must be removed. Nummer 2 muss beseitigt werden. Because number 2 is the cause of number 1. Weil Nummer 2 die Ursache für Nummer 1 ist. So okay, if we can realize number 1, can remove to number 2, we can attain the number 3. Wenn wir Nummer 1 realisieren und damit Nummer 2 beseitigen, können wir Nummer 3 erlangen. Number 3 is totally cessation of number 1. Nummer 3 ist die totale Beseitigung von Nummer 1. Isn't that? Number 3 is a totally cessation of number 1. Nummer 3 ist die totale Beendigung von Nummer 1. Why totally cessation happen? Because totally removed number 2. Warum passiert die totale Leidensbefreiung Nummer 3? Weil Nummer 2 ganz beseitigt ist. This is a Four Noble Truth we should know in this way. This is for meditation. Briefly, the Buddhas talk about. Die 4 edlen Wahrheiten sollten wir auf diese Weise kennen für die Meditation. To clarify, number 1 is like a disease. Nummer 1 ist wie eine Krankheit. Number 2 is the cause of disease. Nummer 2 ist die Ursache der Krankheit. Then number 4 is medicine. Nummer 4 ist Medizin. So, number 4 prevent, protect from disease by removing the cause. So Nummer 4 schützt einen oder heilt die Krankheit, indem sie die Ursache beseitigt. This religion, this is the result is totally cures our disease. Und die Wirkung ist dann Nummer 3, die totale Heilung von der Krankheit. Is it clear the meaning? Is in this way. Ist klar? The normally result comes in last one. Why comes in third place in here? Third place? Yes, in the result. It's the third noble truth is already the result. It should be the last. So why that is the way the Buddha said. First the Buddha explained effort. First the Buddha talk about dukkha. He said, then why this dukkha arises? They explain dukkha samudaya. First we must find out the problem. Isn't that? We must try to do. The Buddha shows first problem. After that, the Buddha point out the cause of problem. Then, the problem solution. Cessation of problem, the Buddha say. Then, how to solve the problems? Way. The Buddha is number 4 way. So, effect, cause, effect, cause. In der Reihenfolge Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache. Zuerst das Problem selber, dann die Ursache des Problems, dann die Auflösung, das Ende des Problems und dann als letztes den Weg, der zu dieser Beendigung des Problems führt. So these are number 1 and number 3 are result.
Number 1 is problem. Number 3 is no more problem. Nummer 1 und 3 sind Resultate. Nummer 1 ist das Problem und Nummer 3 ist kein Problem mehr. Free from problems. Isn't that? Nummer 3 ist man frei von Problemen. So the other number 2, number 4 are the cause, weight and cause. Nummer 2 und Nummer 4 sind die Ursachen, die Bedingungen. So therefore, dukkha, the Buddha explained, to be realized, just to be realized, not to remove. Dukkha muss realisiert werden, es nicht beseitigt werden. What is a dukkha? Dukkha is I is a dukkha, ear is a dukkha. If you remove, what will happen? Was ist Dukkha? Auge ist Dukkha, Ohr ist Dukkha und so weiter. Was würde passieren, wenn wir die beseitigen? We receive the dukkha because we receive mind and matter. Isn't that? Dukkha erhalten, weil wir aus Körper und Geist bestehen. Why is it the Buddha said dukkha? Because it's always with the rise and falling, cannot uncontrollable. Warum ist das Dukkha? Weil es immer entsteht und vergeht ständig und wir können es nicht kontrollieren. So therefore it is a dukkha, not because of pain. Yes, not because of painful dukkha. Deswegen ist es Dukkha und nicht, weil es schmerzt. Commentary explain another way, dukkha. Dukkha, these two terms, and du and ka. In den Kommentaren wird es anders erklärt, aus 2 Teilen, das Wort zusammengesetzt, du und ka. What is the meaning of du? Du means discarded, to be discarded. It caused to vomit. Discarded. Nummer 1, du, die Silbe bedeutet ja This is to be blamed. ekelerregend, zu tadelnd, Ursache, sich zu erbrechen. Ka means nothing exists what we think. Und Ka bedeutet nichts existiert, was wir denken. So ka means referring to sky and space. There nothing exists. Ka könnte sich also auf Himmel, auf den Raum beziehen, nichts existiert. We think our mind and matter as a I, our property. We think. So such a thinking is not a real one. It is just illusion. Wir denken, unser Auge ist unseres, es gehört uns, das bin ich, das ist nur eine Illusion. Therefore, another meaning is commentary explained in this way, dukkha. Das ist eine andere Art, wie man Dukkha erklären kann in den Kommentaren. If we wish to remove the number 2, we must see the fall of fast, the danger of fast. Wenn wir Nummer 2 beseitigen wollen, dann müssen wir zuerst seinen Fehler oder die Gefahr in ihm sehen. As long as we cannot see the fall of the dangers of the fast, attachments will come into being. Solange wir nicht die Fehler in Nummer 1 sehen, wird die Anhaftung daran entstehen. Wird die Anhaftung daran